Meine Lieben, ich freue mich, wieder Scotty Meyer mit mir zu haben. Und wir werden wieder ein interessantes Thema haben. Wir werden dieses Mal über Anime sprechen. Und ich möchte euch kurz Scotty vorstellen. Wir haben ein Zeugnis aufgenommen, was ihr hier auch verlinkt eingeblendet seht und in der Videobeschreibung, wo ihr sein Zeugnis hören könnt. Wie er aus Hollywood geführt wurde, wo er dort gearbeitet hat als Schauspieler und hinter der Kamera auch. Und wie Jesus Christus ihn wieder zurückgeführt hat zur biblischen Wahrheit. Und ich glaube, dass Scotty jemand ist, der wirklich mit viel Erfahrung, nicht nur aus Hollywood jetzt kommt, sondern auch über die letzten 15 Jahre mit seinem Missionswerk Little Light Studios einfach die Erfahrung mitbringt, dass wir über solche Themen sprechen können im Lichte der Bibel. Und ich werde das Wort jetzt übergeben an Scotty, dass er uns einfach etwas vortragen kann über das Verständnis, was Anime ist, woher das kommt, und wie wir das im Lichte der Bibel wirklich betrachten sollten. So once again, I thank you, Scotty, for taking time with us. And we have a really, I think, important topic to discuss. Amen. And so, go ahead and please share with us what you have on your mind about this important topic. There is a lot of stores that sell T-shirts for kids. Da gibt es sehr viele Geschäfte, die T-Shirts für Kinder verkaufen. We have a store called Walmart. Wir haben ein Geschäft, das nennt sich Walmart. And if you actually look at all the types of T-shirts that they're selling in that store, Und wenn man sich all die verschiedenen Arten der T-Shirts anschaut, die sie dort verkaufen, they are mostly anime shirts. und die meisten T-Shirts sind Anime Anime-T-Shirts. is everywhere these days. Anime findet man überall heute. And it used to be very hard to get a hold of. Und zuvor war es ein bisschen schwierig, wirklich da irgendwie das zu fassen. They're Japanese animations, basically. Das sind japanische Animationen. And they used to only mostly be in Japan. Und eigentlich waren die eine Zeit lang nur in Japan zu finden. But over time, they made it to the West through the Cartoon Network. Aber durch die Cartoon-Netzwerke kamen die nach einer gewissen Zeit auch hier in unsere Welt hinein. And I'm sure you have these things in your country as well. Dragon Ball Z being one of the most common ones. Und ich glaube, dass ihr auch diese Shows habt wie Dragon Ball Z und ähnliche. Toonami was nothing less than a revolutionary siren call for a generation of young anime fans, replacing the older, more traditional Power Zone slot with a block filled nearly entirely with Eastern properties, such as Gundam Wing, Outlaw Star, and Sailor Moon. Up until now, the only real way to consume these shows was through trading VHS tapes or downloading low-quality fan subs online. But now, anime was being broadcast directly into our living rooms, and it was mind-blowing. And at the center of this movement, and Toonami's most popular show, was Dragon Ball Z. Keep in mind that this was late 90s American television, where the most popular animated shows were family-friendly titles like Doug and Rugrats. And by comparison, Dragon Ball Z was shocking. The show felt like a gateway into an entirely different world, a violent and even dark place, one of insanely powerful villains that committed genocide with barely a second thought, and horrific alternate futures, where our entire cast of heroes, as well as the vast majority of the human race, had been wiped out by malevolent, psychopathic androids. It was a series where people could suffer grave bodily injury and heroes could die. It felt like a show you shouldn't be watching, one that couldn't possibly be airing on children's television, and yet it was. And the reason that a lot of kids get interested in these stories Und der Grund, warum viele Kinder interessiert werden an diesen Geschichten, is because of the complex subject matter that they handle. ist die komplexe Thematik, die dort behandelt wird. They're not just cartoons. Da geht es nicht einfach nur darum, dass es Cartoons sind. They have deeply psychological questions that they're beginning to ask. Da sind sehr tiefe Fragen, die dort behandelt werden. But with that, there is also a lot of very terrible imagery that they're putting into these things. Aber zugleich wird auch sehr schreckliche Darstellungen in diesen Shows gezeigt. Topics of murder, incest, all kinds of sexual immorality. Da wird sehr viel Mord dargestellt, Inzest und auch sehr viele sexuelle Themen werden dort These are besprochen. things that you don't commonly see in a cartoon for Das kids. sind eigentlich nicht Dinge, die man in einem Cartoon für Kinder zeigen sollte. So let me read to you a couple of Bible verses before we get into this topic. Lass mich einige Bibelverse zu Beginn lesen, bevor wir in diese Thematik hineingehen. Proverbs 23 verse 7 says, "As a man thinks in his heart,
so he is. In Sprüche 23, Vers 7 heißt es dort, so wie ein Mensch denkt in seinem Herzen, so ist er. Whatever we put into our mind begins to make up who we are. Alles, was wir in unseren Verstand hineinnehmen, was wir zulassen, das bildet uns, unseren Charakter. The Bible also tells us in Matthew 6:22-24 that the light of the body is the eye, and therefore if the eye is single, the whole body will be full of light. Meaning if the eye is purposeful and only focusing on light, there'll be light in that life. Das heißt es, Matthäus 6, ab Vers 22, das Auge ist die Leuchte des Leibes. Wenn nun dein Auge lauter ist, so wird dein ganzer Leib Licht sein. So it also goes on to say in verse 23, if the eye be evil, then the whole body shall be full of darkness. In Vers 23 heißt es dann, wenn aber dein Auge verdorben ist, so wird dein ganzer Leib finster sein. That means if we are watching and taking in a lot of evil images, Das bedeutet also, dass wenn wir sehr viele böse Bilder oder schlechte Bilder in uns hinaufnehmen, notice how it says not just part of the body will be full of darkness. schaut, es heißt nicht hier, dass nur ein Teil des Körpers, sondern der ganze Leib, der ganze Körper wird finster werden. And in verse 24, it also tells us that we cannot serve two masters. Und in Vers 24 heißt es dort dann, dass wir nicht zwei Herren dienen können. You cannot serve the king of darkness Du kannst nicht dem König der Finsternis dienen and the king of light at the same time. und dem König des Lichts zur selben Zeit. You will either love one and hate the other, or Du wirst den einen lieben und den anderen hassen, oder you will hold fast and despise the other. Oder du wirst an dem anderen festhalten und den anderen verwerfen. So we want to make sure what kind of things we're allowing into our eyes. Also wir wollen sicherstellen, was wir wirklich in unsere Augen hineinlassen. Another verse I want to read to you is God wants us to have clear and pure thoughts. Gott möchte, und da möchte ich einen anderen Vers mit euch lesen, möchte, dass wir klare Gedanken haben. Many verses in Romans talks about this struggle that we have between our desires for sin and overcoming those sins. Viele Verse in dem Buch Römer handeln darüber, über den Kampf, Sünde zu überwinden und wie wir das tun können. And Paul cautions us not to be transformed by the things of this world, Und der Paulus warnt uns, dass wir nicht durch die Dinge dieser Welt eingenommen werden sollten, but to be transformed by the renewing of our mind, that we may prove what is good and acceptable and that perfect will of God. sondern dass wir verwandelt werden durch die Erneuerung eures Sinnes, damit wir prüfen können, was der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes ist. So let's talk about anime. Also lasst uns über Anime sprechen. If you just look at the images of anime, Wenn man sich einfach nur mal die Bilder anschaut, they don't look like happy, joyful, loving images. die sehen nicht wirklich nach glücklichen und fröhlichen Bildern aus. They look evil. Die schauen einfach böse aus. And if you notice, there's a graph right here that shows how anime has gone into the world over the years. Und hier ist eine Grafik, die zeigt, wie Anime in den letzten Jahren in dieser Welt immer mehr an Beliebtheit The zugenommen hat. United States of America is actually one of the highest grossing countries that watches a lot of anime. In Amerika wird sehr, sehr viel Anime mittlerweile geschaut. But there are very many other countries that also watch a lot of anime. Aber auch viele andere Länder schauen Anime. This graph right here shows how much anime has produced in terms of market share. Und diese Statistik zeigt uns, wie viel Anime produziert wurde und wie viel Markteinteil das hat. And if you notice, by 2030, it will nearly have doubled from where it's at right now. Und wenn ihr euch anschaut, von 2013 an bis zur heutigen Zeit, dass dieser Markteinteil sich fast verdoppelt hat. So this topic is not going away. Also diese Thematik geht nicht weg, It's going to get more and more prevalent in society. sondern sie wird mehr und mehr bekannt unter uns. So we want to be careful with what we let into our mind. Also wir wollen sehr vorsichtig damit sein, was wir in unseren Verstand hineinlassen. Isaiah 3:9 tells us that the show of their countenance, what is on their face, it witnesses against them. In Jesaja Kapitel 3, Vers 9 heißt es, dass der Ausdruck ihres Angesichts gegen sie zeugt. And this is where, if you just look at the facial expressions in many of these characters, Und alleine, wenn man nur diesen Gesichtsausdruck sich anschaut, dieser Charaktere im Anime, they're not displaying the characteristics of love, peace, joy, happiness, long-suffering, temperance, all of those things that the Bible is encouraging us
to have the fruits of the Spirit. Die zeugen nicht davon, dass sie in ihren Gesichtsausdrücken eben die Frucht des Geistes wiedergeben, wie Liebe, Freude, Friede, Geduld, Langmut, Mäßigkeit und all diese Dinge. The other thing I want to point out before we get into this topic is that only 1% of Japan actually identifies as Christian. Und ich möchte noch eine Sache voranstellen, bevor wir jetzt in diese Thematik tiefer hineingehen, dass nur 1% der Bewohner in Japan sich als Christen identifizieren. Which is perplexing because there are so many Christian themes in anime. Das ist sehr interessant, weil es sehr viele christliche Thematiken in der Anime eigentlich dargestellt werden. So if nobody identifies as Christianity, why are they putting so many Christian ideas into these films? Und stellen mir dann die Frage, wenn es dort so wenig Christen gibt, warum wird so viele christliche Darstellungen in der Anime dargestellt? But they are never promoting the evil characters as somebody that you want to steer away from. Aber die bösen Charaktere werden dort nie so dargestellt, als wie man sich selber von ihnen eigentlich fernhalten möchte. In fact, many of the characters that are the heroes or protagonists of the story are representations of the devil. Eigentlich viele dieser Charaktere, die dort dargestellt werden, sind Repräsentanten des Teufels. Sometimes a guardian must follow his heart instead of the rules. And they make him the hero. Und sie stellen ihn als den Helden dar. Dragon Ball Z is probably one of the most popular animes that many young people have probably seen. Und Dragon Ball Z ist wahrscheinlich eine der bekanntesten Shows im Anime, die die meisten jungen Leute geschaut haben. In the whole series of Dragon Ball, there is about 600 episodes. In dieser ganzen Staffel oder von Anime, es gibt über 600 Folgen davon. And so this is probably why it's made it this far around the world. Und deshalb ist es wahrscheinlich der Grund, warum das so bekannt ist in der Welt. There's a main character in this anime that is the enemy. Da gibt es einen Hauptcharakter, das ist der Anime. And it's also where they get the Dragon Balls from. Und das ist auch die Quelle, wo sie ihre Dragon Balls, also diese Drachenbälle herbekommen. He's known as the Eternal Dragon. Er wird als der ewige Drache dargestellt. Or the Dragon God. Oder der Drachengott. And he's fighting with Goku and his whole team. Und er kämpft mit Goku und seinem ganzen Team. Listen to what Revelation describes as the dragon. Und schauen wir uns mal an, was das Buch der Offenbarung sagt über den Drachen. That great dragon was cast out, that old serpent called the devil and Satan, which deceives the whole world. He was cast into the earth, and his angels were cast with him. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange, genannt der Teufel und der Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. The Bible describes the dragon as our enemy. Die Bibel beschreibt den Drachen als unseren Feind. Not something good. Nichts Gutes. The rivers, the trees, the wind, all the living things in nature. Please offer me your energy. I ask of you, please. I almost have enough. The power is coming to me. I can feel all of it completely surrounding me. Just a little bit more. Here it comes. All right. I feel it getting closer now. There, it's done. If this won't stop him, then nothing will. So listen to the theme song that comes from Dragon Ball Z. Also hören wir uns einmal das Lied an, dieses Themenlied von Dragon Ball Z. Dragon, dragon, come get the dragon, come get me. Drache, Drache, rock the dragon, komm, kriege mich. Why would we want anything to do with what the Bible describes as an enemy of our souls? Warum möchten wir mit jemandem in Kontakt treten, den die Bibel als den Feind der Seelen bezeichnet? But here they begin to flip it on its head. Aber hier drehen sie die Geschichte um. And they put the dragon as something good. Und hier wird der Drache als etwas Positives dargestellt. Even in the Dragon Ball series, there is Satan, the character. Selbst in der Dragon Ball Serie findet man selbst Satan als Charakter dargestellt. But they make him kind of this funny character. Aber sie machen aus ihm mehr so diesen spaßigen Charakter, Who's just lying about who he is. der einfach nur darüber lügt, wer er eigentlich ist. He lives in Satan's city. Er lebt in einer Stadt mit dem Namen Satansstadt. And so they don't even tell you this is a bad character. Und die sagen nicht mal, er gibt einfach nur so vor und sagen nicht mal wirklich, dass er ein schlechter Charakter ist. Mom, it's Mr. Satan. I recognize that voice anywhere. Everyone, it's
It's him! Mr. Satan! Raise your hands! It's him! The Even Satan's daughter falls in love with the main character Goku. Selbst die Tochter Satans, sie fällt dort in dieser Serie in Liebe mit dem Hauptcharakter Goku. Here they are driving a car with 666 written on the side and the word Satan written on it. Hier fahren sie gemeinsam in einem Auto, wo auf der Seite 666 abgebildet ist. And when Goku is coming up to a judgment scene, Und als Goku dort zu einer Gerichtsszene berufen wird, the one who is actually standing there and making the decision who gets to go to heaven and not, und dort dargestellt wird der Charakter, der letztendlich den Richter darstellt und jetzt entscheidet, wer in den Himmel geht und wer nicht. his name is King Yemma. Sein Name ist King Yemma. And he is the king and the judge of the dead. Er ist der König, der über die Toten richtet. He's the one that gets to choose whether the soul goes to heaven or hell. Er entscheidet, welche Seele in den Himmel oder in die Hölle geht. And when you look at this character, he's a red character wearing a helmet of horns, Und wenn man sich diesen Charakter anschaut, dann trägt er dort diesen Helm mit diesen Hörnern who basically looks like Satan. und der so rot erscheint, der eigentlich dargestellt wird als Satan. And King Yemma is based upon an Eastern Asian and Buddhist deity named Yama. Und dieser König Yemma basiert auf einem fernöstlichen und buddhistischen Gottheit mit dem Namen Yama. And Yama was known as the king of hell. Und Yama ist bekannt als der König der Hölle. So look at how this is flipped upside down on its head. Also schauen wir, wie das jetzt hier die Geschichte umgedreht wird. It basically says that the devil is the one that gets to make the choice whether you go to heaven or hell. Hier wird jetzt so das dargestellt, dass der Teufel derjenige ist, der entscheidet, ob du in den Himmel oder in die Hölle gehst. Why would you want to choose some show that is making the devil the hero? Warum sollte man etwas anschauen, wo der Teufel dargestellt wird als derjenige, der der Held ist? There's a lot of themes like this spread out in many different animes. Da gibt es sehr viele Thematiken, die in diese Animes dann dargestellt werden. Another popular anime that was created a few years ago Eine sehr andere bekannte Anime, die vor einigen Jahren auftrat, but is probably one of the most commonly watched animes. aber es ist wahrscheinlich eine der meist angeschauten. So another anime that has a lot of religious themes in it that is very popular is Eine andere Anime, die sehr bekannt und sehr viele religiöse Themen in sich hat, is Neon Genesis Evangelion, heißt Neon Genesis Evangelion, which really translated means the new gospel of the Genesis. was eigentlich übersetzt bedeutet das neue Evangelium der Genesis. And there is a lot of Christian ideas put into this anime. Und es sind sehr viele christliche Ideen in diesem Anime drin. They believe that there are these angels that are coming to destroy humanity. Und sie glauben daran, dass diese Engel da kommen, die die Menschheit zerstört. And they need to protect the world against that coming destruction. Und sie müssen die Welt beschützen vor dieser kommenden Zerstörung. And so they created a company that was called Nerve. Und sie haben eine Firma gegründet mit dem Titel Nerve. And the logo for Nerve is a fig leaf. Und das Logo für Nerve ist ein Feigenblatt. And it says right underneath the logo, God is in his heaven, all is right with the world. Und dort heißt es unter diesem Logo, Gott ist im Himmel, alles ist gut mit dieser Welt. As if to say, as long as God stays in heaven, everything's right on earth. Als würde es sagen, solange Gott im Himmel ist, ist alles in Ordnung hier auf Erden. But the second that God comes down to earth, Aber in dem Moment, wo Gott jetzt runterkommt zur Erde, all will not be right and we will fight against him. dann ist nichts mehr in Ordnung und alle werden gegen ihn kämpfen. And that's exactly what happens. Und das ist genau, was hier passiert. The evil angels Die bösen Engel, that are coming to destroy the world die die Welt zerstören, are also symbolized by some Christian symbols. sind auch durch christliche Symbole dargestellt. A snake wrapped around an apple Eine Schlange, die sich um einen Apfel with dreht, 7 eyes. mit 7 Augen. And it says in German, Und es sagt dort im Deutschen, überm Sternenzelt richtet Gott, wie wir gerichtet. what I find fascinating about this Was ich sehr interessant daran finde, ist, is look at these two logos.
Schaut euch mal diese beiden Logos an. One of them is a snake wrapped around an apple. Eines ist eine Schlange, die sich um einen Apfel dreht. One of them is a fig leaf. Und das andere ist ein Feigenblatt. One of them shows where we engaged in the first sin in the world. Eines zeigt oder stellt dar den Moment, wo der Menschheit sich in Sünde gefallen ist. And one of them uses the symbol of a fig leaf to cover the sin. Und das andere Symbol braucht ein Feigenblatt, was nämlich darstellt, wie Sünde damals abgedeckt werden sollte. The fig leaf in Genesis was known as man's attempt to try to cover our own sins. Das Feigenblatt im ersten Buch Mose wird nach dem Sündenfall gebraucht als ein Symbol dessen, dass der Mensch versucht hat, seine eigene Sünde abzudecken. But if you remember the story, it was only the skin of a lamb. Aber wenn ihr euch noch an die Geschichte erinnert, es war nur alleine das Fell eines Lammes, was letztendlich that God used to cover man's sin. Das Gott gebrauchte, um die Sünde des Menschen abzudecken. So this is blasphemy. Also das ist Blasphemie. And there is a lot of things throughout even this anime that are flipping the script of who's on God's side and who's on the enemy's side. Und da gibt es viele andere Darstellungen in diesem Anime, wo das letztendlich immer wieder auf den Kopf gestellt wird, wer wirklich auf Gottes Seite ist und wer auf der anderen Seite steht. There's also a lot of people that have been noticing the more of these things that they watch. Und da gibt es auch viele andere Leute, die mittlerweile erkennen, dass wenn sie sich diese Sachen anschauen, dass da etwas nicht mitstimmt. The more they become depressed. Denn sie stellen fest, dass sie immer mehr depressiver werden. And they even have a term for it. Und sie haben dort auch einen Ausdruck für. And they describe it as depression for those that watch anime. Und sie bezeichnen das als Depression für diejenigen, die Anime schauen. And listen to what this young lady says you should do if you feel depressed because you watch these things. Und hören wir uns einmal an, was diese junge Frau sagt, dass wenn man depressiv ist, wenn man sich diese Sachen anschaut. Every season that we've had so far has not only been hilarious, but has only gotten darker as the years have gone by. And this season has left me thoroughly depressed. Higurashi isn't a sad anime, I can assure you that. But at the end of each story arc, you'll get that same depressed feeling you got when you watched the ending of School Days. The unique thing about this anime is its storytelling and pacing. It pulls up some twists at the end of each arc that can leave you quite depressed, as you see the characters you started to like gradually go insane. It is one of those psychological thriller anime that can genuinely make you depressed. Last episode of your favorite show, you just sit there. You sit there and you think back on how amazing that show was and how it made you happy. But then a feeling of sadness overtakes the feeling of happiness, and you start to suffer from post-anime depression syndrome. There's a few reasons why the syndrome may happen to you. A few of the reasons are: 1. You get very attached to the characters. 2. You're able to relate to the anime on a very personal level. Or 3. It's just a great anime. When you're very attached to the character, sometimes you wish your life was just like that character. Sometimes you look up to them, or you just relate to them. And when that last episode rolls credits, it's almost like you lost a friend. Pads is also something that won't just happen once in your life. It's something that will happen over and over, depending how much shows you watch. People rarely are just attached to one show and one show only. Eventually you will find a replacement, something to move on to. And once you finish that show, pads will repeat, and repeat, and repeat. Pads is also unique to yourself. Some people won't be as invested into a series as you, and they may not get pads, but there are some shows that are more common to get pads over than others. Now if you're like me, you might have googled what exactly can you do to cure this post-anime depression syndrome, and unfortunately the answer is there is no cure. There's no way just to make the feeling of yours go poof and disappear. All this advice I will give you is to just smooth your transition and to make sure it's not as bad. But everyone will feel this, and if not taken care of properly, you can be stuck with pads for a good amount of time. So isn't that sad? Ist das nicht traurig? Many people describe this real syndrome as post-anime depression syndrome, PADS. Viele Menschen bezeichnen dieses Syndrom als ein postdepressives Syndrom, was sie erfahren, nachdem sie das schauen. As a very real thing that a lot of people experience. Als eine wirklich wahre Realität, die viele Menschen erfahren. Even the more that you do this, the more depression you may fall into. Und je mehr die Leute sich das anschauen, desto tiefere Depressionen fallen sie. And it said there is no cure.
Und sie sagen, dass es dort keine Heilung gibt für. But I believe that to be a complete error. Aber ich glaube, dass das ein vollkommener Irrtum ist. There is a cure. Es gibt ein Heilmittel. The Bible gives us amazing advice in the area of depression. Die Bibel gibt uns sehr viele Hinweise, wenn es zu Depressionen kommt. If you read Psalms and the promises that David was constantly praising God with, Wenn man die Psalme liest und dort, wie man sieht, wie David konstant Gott lobt, he mentions in Psalm 34:18 that the Lord is near to the brokenhearted. He saves the crushed in spirit. das heißt es in Psalm Vers 34, dass Gott denen nahe ist, die zerbrochenen Herzens sind. God knows what it's like to be sad. Gott weiß, wie es ist, wenn man traurig ist. That's why Jesus was known of a man of sorrows. Deshalb war Jesus bekannt als jemand, der ein Mann des Leidens war. And he's acquainted with our grief. Und er ist bekannt mit unseren zerbrochenen Herzens, mit unserem Kummer. But when we build our relationship on him, Aber wenn wir unsere Beziehung mit ihm führen, he gives us a peace that passes all understanding. dann gibt er uns einen Frieden, der über jeglichem Verstand steht. There is a lot of articles on the internet that talk about this depression syndrome. Da gibt es sehr viele Artikel im Internet, die über diese Depressionen sprechen, wenn man sich Anime anschaut. I want to inspire you to do a little research. If you watch anime or you look at this, Ich möchte euch ermutigen und inspirieren, dass wenn du vielleicht Anime schaust, look it up yourself. dann schaut euch das mal selber im Internet an. Watch some videos of what people describe as their depression that they get from watching anime. Schaut euch mal ein paar Videos an von Leuten, die darüber sprechen, wie sie Depressionen bekommen haben, aufgrund dessen, dass sie sich Anime angeschaut haben. But these animes, like the lady said in that video, Aber diese Animes, wie diese junge Frau in dem Video gesagt hat, are getting more and more dark. die werden immer und immer finsterer. They're getting worse and worse, Die werden immer schlimmer und schlimmer. and even not hiding a direct attack on God. Und die verstecken nicht mal mehr einen direkten Angriff auf Gott. There is an anime that was released a few years ago Da gab es ein Anime, das vor einigen Jahren veröffentlicht called wurde. The Seven Deadly Sins, Das wurde genannt The Seven Deadly Sins, also die 7 tödlichen Sünden. which is about sloth, pride, envy, wrath, greed, gluttony, and lust. Da geht es um Faulheit, Stolz, Eifersucht, Zorn, Gier, Unmäßigkeiten und Lust. These are the protagonists or the heroes of the story. Das sind letztendlich die Helden der Geschichte. The enemy of the story is the Ten Commandments. Und der Feind der Geschichte sind die 10 Gebote. And the entire anime is about these sinners wanting to destroy the Ten Commandments. Und in diesem ganzen Anime geht es darum, dass diese 7 Charaktere, letztendlich diese 7 Sünden, die 10 Gebote zerstören möchten. Listen to the intro of the story. Hören wir uns mal das Intro der Geschichte an. This is a tale of ancient times, an era before the human and non-human worlds were forever divided. Freed from a 3,000-year-old seal, an elite troop from the demon race, called the Ten Commandments, were awakened. In Britannia, their fiendish rule extends throughout the land. But there are those willing to rise up and challenge this dark power. From Leonis, a legendary order of knights. They're known as the Seven Deadly Sins. The battle they waged was beyond fierce. The sins lost against the Ten Commandments, and Meliodas was killed. Britannia entered a dark age, and the Ten Commandments' evil influence began closing in on Leonis as well. But thanks to the Seven Deadly Sins' efforts and the resurrected Meliodas, So that's pretty alarming to me that they can tell you the Ten Commandments come from a demon race. Also das ist sehr alarmierend für mich, dass sie den Menschen erzählen können, dass die 10 Gebote von einer dämonischen Rasse kommen. And that there are heroes known as the Seven Deadly Sins that will fight to destroy the Ten Commandments. Und dass es dort diese 7 Sünden gibt, die als Helden dargestellt werden und die 10 Gebote bekämpfen. This is evil. Das ist böse. And we should have nothing to do with these dark things. Und wir sollten mit diesen finsteren Dingen nichts zu tun haben. That's why the Bible tells us in Philippians 4:8, Deshalb sagt die Bibel uns auch in Philipper Kapitel 4, Vers 8, whatever is true, whatever is noble, alles das, was wahrhaftig und ehrbar ist, whatever is right, whatever is pure, whatever is lovely, whatever is admirable, was richtig ist, was liebevoll ist, was ehrbar ist, if anything is excellent and praiseworthy,
wenn etwas exzellent und lobpreisend ist, think about these things. über diese Dinge sollten wir nachdenken. You see, just like Matthew in the beginning that we read that verse that said, whatever we let into our eyes, Genauso wie wir Matthäus zu Beginn gelesen haben, all das, was wir in unseren Verstand oder unsere Augen lassen, will ultimately affect who we are. das wird beeinflussen, wer wir letztendlich sind. So we want to take this advice of putting good things into our minds. Also wir wollen diesen Ratschlag annehmen, dass wir uns mit guten Dingen füllen. And so in the 7 deadly sins story, Also in dieser Geschichte mit diesen 7 tödlichen Sünden, this character that is the leader of the 7 deadly sins, der Anführer dieser 7 tödlichen Sünden, on their wiki page, auf ihrer Wikipage heißt es, it says that the 7 deadly sins were formed by 7 brutal criminals. dort heißt es, dass diese 7 tödlichen Sünden geformt wurden von 7 brutalen Kriminellen, Who has carved the symbol of beasts in their bodies. die Symbole von Tieren in ihren Körpern eingraviert haben. In the Bible, we have a story of a symbol of the beast being written on our foreheads. In der Bibel finden wir eine Geschichte, wo dort das Tier dargestellt wird, was Menschen ein Zeichen eingravieren möchte, Which illustrates the kingdom of darkness, was eben das Königreich der Finsternis darstellt, written on our thoughts. was auf unsere Gedanken eingeprägt werden soll. And they take this idea and turn it upside down on its head. Und die nehmen jetzt diese Geschichte und drehen sie oder stellen sie auf den Kopf. Even further in their wiki, they say that the commandment is created by a demon king. Und dann sagen sie weiter auf ihrer Wikipage, dass selbst die Gebote gegeben worden sind von einem dämonischen König. So what this cartoon is doing is saying that God is a demon and he's the one that created the 10 commandments. Also was sie eigentlich sagen, diesem Cartoon oder diesem Anime, dass Gott derjenige ist, der dieser Dämonenkönig ist und der die 10 Gebote gegeben hat. If you just Google and type in, who is the leader of the 7 deadly sins? Wenn du einfach nur googelst und mal eingibst, wer der Anführer ist dieser 7 tödlichen Sünden, What you'll see pop up is the leader's name is Melodius. und was du dann sehen wirst, dass der Name des Anführers Melodias ist. And he's the sin of wrath. Und er ist die Sünde des Zorns, Who is the dragon sin? welcher die Drachensünde oder den Drachen als Sünde darstellt. Do you remember the Bible verse from Revelation 12:17 Erinnert euch daran an den Bibelvers von Offenbarung 12, Vers 17, that talks about a dragon who's angry with the woman, God's followers? wo es dort heißt, dass der Drache zornig ist mit Gottes Nachfolgern. And he went to make war with their offspring, Und er ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen. all those who keep the commandments of God Und zwar diejenigen, die die Gebote, alle Gebote Gottes halten. and have the testimony of Und Jesus. die das Zeugnis Jesu haben. And so in this 7 deadly sins story, Also in dieser Geschichte mit diesen 7 tödlichen Sünden, Melodius, the leader of the 7 deadly sins, Melodias, der Anführer dieser 7 tödlichen Sünden, has an Ouroboros image tattooed on his shoulder. er hat auf seiner Schulter diesen Ouroboros tätowiert. If you just typed in Google dragon sin Wenn du einfach nur bei Google Dragon Sin, also Drachensünde eingibst and looked at the images, und dir die Bilder anschaust, you'll see this same symbol that's tattooed on Melodius's arm. dann siehst du das gleiche Symbol, was auf dieser Schulter, auf diesem Arm von Melodias tätowiert ist. And in the Encyclopedia Britannica, Und in der Enzyklopädie Britannica heißt it es, says the Ouroboros was an image of an occult symbol that represented the devil. und dort heißt es, dass dieser Ouroboros ein Symbol ist, welches Satan darstellt. And it even mentions that it is Gnostic in its Und nature. heißt auch dort, dass es von seiner Natur her Gnostik ist. And so this symbol tells you who this character truly is. Also dieses Symbol zeigt dir, wer dieser Charakter eigentlich wirklich ist. On the fandom page for Melodius, Auf der Fanpage von Melodias heißt es, it also says that Melodius used to be the leader of the 10 commandments. dort heißt es, dass Melodias einmal der Anführer war der 10 Gebote. And he used to be Melodius the love. Und er wurde als Melodias als die Liebe dargestellt. But now he's known as the sin of pride Aber jetzt wird er dargestellt als die Sünde des Stolzes and the dragon sin of wrath. und die Drachensünde des Zornes. Do you see how these things are straight out of the Bible, Seht ihr, wie diese Dinge direkt aus der Bibel kommen? but they flip
the characters upside down. Aber sie stellen die Charaktere auf den Kopf. Who the hero is, Wer der Held ist, they're calling Satan as the hero. sie nennen jetzt sie stellen Satan als den Helden dar. And they're saying that the leader of the 10 Commandments Und sie sagen, dass der Führer der 10 Gebote, is really a demon. dass er eigentlich der Dämon ist. In our country, in the United States, In unserem Land, in den Vereinigten Staaten, this was one of the 4th most watched shows on Netflix. das war eines der 4 meistgeschauten Shows auf Netflix. The United States has traditionally been known as a Christian nation. Die Vereinigten Staaten sind eigentlich bekannt als eine christliche Nation. I've never met anybody who doesn't know what the 10 Commandments are. Ich habe noch nie jemanden getroffen, der nicht weiß, was die 10 Gebote sind. And no one would say that Satan wrote the 10 Commandments. Und niemand würde sagen, dass Satan derjenige ist, der die 10 Gebote geschrieben hat. But why is this the 4th most watched thing in our country? Aber warum ist es dann das viertmeist angeschaute Show in den Vereinigten Staaten? So let's go back to the beginning. Also lass uns nochmal zum Anfang gehen. Dragon Ball Z has a character who is representing the dragon. Also wir haben Dragon Ball Z, wo der Hauptcharakter dort den Drachen darstellt. And he is literally the hero. Und er ist buchstäblich der Held. In Neon Genesis Evangelion, the Ani, which are the heroes of the story, Ani, wer der Held dieser Geschichte ist, they are designed after demons. sie werden dargestellt als Dämonen. And when the artists wanted to draw what they look like, und als der Künstler die gezeichnet hat, um zu zeigen, wie die aussehen sollten, they copied them after the Japanese Ani, which were a representation of demons. Und sie haben das kopiert von den japanischen Ani, was letztendlich Dämonen darstellt. So in Neon Genesis Evangelion, we have the heroes of the story modeled after demons. Also wir haben in Geheimnisse Evangelion haben wir die Charaktere, wie sie dargestellt werden, als dämonische Charaktere. And the bad characters in the story are these people that are very twisted versions of people of God. Und die Bösen, die dort in diesem Anime dargestellt werden, sind eigentlich diejenigen, die zu Gott gehören, aber jetzt als böse dargestellt werden. They even put the god Lilith on the cross. Sie haben sogar den Gott Lilith, symbolisieren sie dort ans Kreuz. Which Lilith has traditionally been known in history as a demon. Und geschichtlich wissen wir, dass Lilith jemand ist, der einen Dämon darstellt. So once again flipping it upside down. Also hier wird wieder die Geschichte auf den Kopf gestellt. In the 7 deadly sins, in den 7 tödlichen Sünden, the leaders are the dragon sins. Da sind die Anführer, sind die Drachen darstellen und die Sünde darstellen. And the 10 commandments are the evil villains. Und die 10 Gebote werden als die Bösen dargestellt. In 2 Corinthians 4, verse 4, in 2. Korinther, Kapitel 4, Vers 4, it says, "In whom the God of this world has blinded the minds of them which believe not, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them." Bei den Ungläubigen, denen der Gott dieser Weltzeit die Sinne verblendet hat, sodass ihnen das helle Licht des Evangeliums von der Herrlichkeit des Christus nicht aufleuchtet, welcher Gottes Ebenbild ist. Many of these animes will put religious ideas into their stories. Viele dieser religiösen Anime, die setzen religiöse Thematiken in ihre Show. But it's never from the perspective that the devil is the enemy. Aber es wird niemals dargestellt, dass der Teufel eigentlich der Feind ist. That he's the one that is deceiving us. Dass er derjenige ist, der uns täuscht. That we should want to hunger and thirst after righteousness. Dass wir nach Gerechtigkeit hungern sollten. We should not desire the characteristics of the fruit of the Spirit. Dass wir eben nicht die Charakteristika der Frucht des Geistes, dass wir danach wirklich hungern. It never encourages us for that. Es ermutigt uns niemals, danach wirklich Ausschau zu halten. Many of these stories are opposite of what the Bible is teaching us. Viele dieser Geschichten stehen genau im Gegensatz zu dem, was die Bibel lehrt. And remember, und erinnert euch daran, many of these stories are many hours long. Viele dieser Geschichten gehen stundenlang. Dragon Ball Z, 600 episodes. Dragon Ball Z, über 600 Folgen. Each almost an hour long. Fast jede eine Stunde lang. Can you imagine if you studied your Bible for 600 hours? Könnt ihr euch vorstellen, wenn eure Bibel 600 Stunden studiert? Any of these series, alle oder jegliche dieser Serien, which are many episodes long, die sehr viele Folgen haben. What if you picked up this book? Was wäre, wenn du dieses Buch in die Hand nimmst and you begin to spend the time reading the real stories? Und du die richtigen Geschichten lesen würdest? We want to have pure thoughts. Wir möchten reine Gedanken haben. We want to have clean desires. Wir möchten reine
Wünsche haben. And we want to be holy as God is holy. Wir möchten heilig sein, so wie Gott heilig ist. But the only way that we can do that Aber die einzige Möglichkeit, wie wir das tun können, is to place our eyes fully on Jesus. ist, dass wir unsere Gedanken ganz auf Jesus richten. To let him into our hearts. Dass wir ihn in unsere Herzen lassen. Have him help us change our tastes. Dass wir ihn darum bitten, dass er unseren Geschmack verändert. Have him change the things that we know are not leading us to him. Dass wir erkennen, dass die Dinge, mit denen wir uns da beschäftigt haben, uns nicht zu ihm führen. And help us direct our path in the ways of righteousness. Und uns wieder hilft, auf dem Weg der Gerechtigkeit zu wandeln. If you didn't believe anything that we're talking about today, wenn du nichts davon glaubst, von dem, worüber wir jetzt hier gerade sprechen, that you believe that these things are not going to lead you astray, wenn du glaubst, dass all diese Dinge dich nicht auf den falschen Weg führen, consider this one point. Dann betrachte doch bitte diesen einen Punkt. There are many twisted sexual images in these stories. Da gibt es sehr viele sexuelle Bilder, die in diesen Animes gezeigt werden. A peek at your underwear. Dirty old man! Well, if being made into an embarrassing object is what it takes to get my wish, then okay! I duped them into thinking this bothers me, and I get an easy Dragon Ball! Heck, underwear's not much different from a bathing suit! Ta-da! Oh, the shade! Many images that are very inappropriate for us to look at. Viele Bilder, die dargestellt werden, die man sich nicht anschauen sollte. Remember what Jesus said. Erinnert euch daran, was Jesus gesagt hat. If you lust after a woman, wenn du nach einer Frau gelüstest, you've simply committed adultery with her in your heart. Dann hast du bereits in deinem Herzen Ehebruch begangen. We don't want to place evil in front of our eyes. Wir möchten nicht das Böse vor unsere Augen stellen. Because if we like these things, denn wenn wir Gefallen haben an diesen Dingen, they have the power, dann haben sie die Kraft, to lead our minds in a different direction. Unseren Verstand in eine falsche Richtung zu führen. Let me read a verse to you that comes from Romans 1. Lasst mich einen Vers mit euch lesen, der aus Römer Kapitel 12. Aus Römer Kapitel 1. Verses 32. Und dort in Vers 32. Who knowing the judgment of God, they which commit such things are worthy of death. Not only that they do the same, but they take pleasure in them that do that. Obwohl sie das gerechte Urteil Gottes erkennen, dass die des Todes würdig sind, welche so etwas verüben, tun sie diese Dinge nicht nur selbst, sondern haben auch Gefallen an denen, die sie verüben. So it's not only the people that are committing those sins. Also es geht nicht nur um die Leute, die diese Sünde wirklich begehen, that are worthy of the judgment of what that sin is. Die würdig des Gerichtes sind aufgrund dieser Sünde. Such as killing or sexual immorality. Wie zum Beispiel Töten oder sexuelle Unmoral. But Paul expands on that. Sondern Paulus, der geht jetzt tiefer hinein und erklärt das. And says it's not only the ones that do those things. Es geht nicht nur um die Leute, die die tatsächliche Tat tun. But if you take pleasure in other people doing that as well. Sondern wenn du Gefallen hast daran, wenn andere Menschen das tun, you're worthy of that same judgment. Dann bist du des gleichen Gerichts fällig. So be careful taking pleasure in unholy things. Also sei sehr vorsichtig, dass du nicht Gefallen hast an diesen unheiligen Dingen. I wanted to see what anime's effect was on people. Ich wollte einfach mal selber für mich sehen, wie der Einfluss von Anime auf Menschen ist. And they held a anime convention that was close to where I live in the United States. Und sie haben dort eine Messe gehalten, eine Anime-Messe in der Nähe dort, wo ich in den Vereinigten Staaten lebe. And so we jumped in the car and drove out to this convention. Also wir sind ins Auto gestiegen, sind zu dieser Messe gefahren. And just wanted to ask people, how old were you when you started watching anime? Und ich habe die Leute einfach mal gefragt, wie alt wart ihr, als ihr begonnen habt, Anime zu schauen? Listen to what they said. Hört euch mal an, was sie sagen. I love anime. So, I love it. I mean, I can't watch enough of it. So describe love, like you watch it every week? Every day. Oh, wow. So people that watch anime are very invested daily into these things. Also Menschen, die sich Anime anschauen, die verbringen da täglich Zeit mit. And it's interesting to notice what brought them into watching anime. Und es ist auch sehr interessant zu schauen, was sie dazu geführt hat, dass sie begonnen haben, Anime zu schauen. So like, what was your first anime you watched? Naruto. Yeah, Nana. Wolf's Rain. Inuyasha. Every single one out there. So how old were you when you got into it? Oh, very young. My father was really into Dragon Ball, and he had like a bunch of
VHS tapes and I actually still have the whole Frieza saga on VHS. So how long have you been into it? About a year. About a year? Okay. Do you mind me asking you how old you are? 11. You're 11 years old, okay. How old? Of course, probably like 8. Yeah. Nice. It was on Adult Swim when I shouldn't have been up. And I watched it anyways. Would your parents have condoned? I mean, probably not, but here I am today, covered in blue paint. So how long have you been into anime, and like when did you first start getting into this? My first anime was like in 5th grade. It was Attack on Titan, which was a mistake because I was a 5th grader, and that the mother getting the head torn off was a little much for me. So some of these kids got into anime at very young ages. Also einige dieser Kinder, die sind mit frühem Alter bereits in die Anime hineingeführt worden. During these impressionable moments when you're growing up and learning all about the world. Gerade zu einer Zeit, wo Kinder viel lernen über diese Welt. And you can see how much they began to watch it on a daily basis. Und wir haben gesehen, wie sie sagen, wie sie auf einer täglichen Basis diese Dinge sich eben anschauen. So we asked some other young kids in the room, which animes brought you into this world? Und wir haben noch ein paar Interviews geführt und haben sie gefragt, welche Animes haben euch in diese Welt hineingeführt? My first anime was Attack on Titan. He's the reason that I started watching it. This guy, he was like, hey, you should totally watch this. It's on Netflix. I think you'd like it. And from there, I started watching like Death Note, a bunch of other stuff like that. So you're into anime. What was your first anime you ever watched? My first anime was Heaven's Lost Property. And that just kickstarted that genre, and then I branched off. Like how old were you when you watched it? Oh, I don't know, like 10, 11. Yeah, wow. So you can see these kids were watching animes that have a lot of evil themes in them. Also wir sehen hier, dass diese Kinder sich Anime anschauen, die sehr viele böse Thematiken haben. I mean, there is death, murder, sexual immorality like crazy. Ich meine, da ist so viel Tod und Mordschlag und sexuelle Thematiken drin. And the young man that said the first anime he watched was a hentai called Heaven's Lost Property. Und der eine junge Mann, der hat gesagt, eines der ersten Animes, die er sich angeschaut habe, war Heaven's Lost Property. Hentai is basically like animated porn. Und Hentai steht eigentlich für animierte Pornografie. And so this young man, that began his journey into watching all this anime. Also dieser junge Mann begann ins Anime hineinzukommen durch diese Show. And once again, Heaven's Lost Property was a terrible, terrible story. Und nochmal, Heaven's Lost Property war eine sehr, sehr schreckliche Show. It was all about this ruler in heaven that wants you to follow the rules. Da geht es um diesen Herrscher im Himmel, der dich quasi dazu zwingen will, seine Gebote zu halten. And the angels came down to earth. Und die Engel kamen auf die Erde hinab. And cut off their wings. Und die haben ihre Flügel abgeschnitten. And didn't want to follow that God anymore. Und wollten diesem Gott nicht mehr folgen. And those are awful themes that are seriously opposite of this. Und das sind schreckliche Themen, die genau das Gegenteil darstellen, was in diesem Buch hier steht. These cyborg chicks like fall from heaven, and it's a harem anime. So like the protagonist has a bunch of cyborg chicks that can literally perform any task. Interesting. And he's into panties. So they're like sex robots or something? Yeah, but kind of. They're programmed to do whatever their master wants them to do. So who's the master? I mean, describe him, what is it? I don't know, he's like the tyrannical guy that lives upstairs. Oh yeah? Interesting. Yeah. Interesting. And so that got you into anime? Yeah, that shot me down that path, and then I branched off to different genres from there. So when we asked this young man, well, what is Heaven's Lost Property? I didn't know. Also als wir diesen jungen Mann gefragt haben, was Heaven's Lost Property ist, und ich wusste das vorher nicht. He described that it was a guy who has a harem of a bunch of women.
Und er beschreibt, dass es dort diesen Typen gibt und der hat ein ganzes Harem von Frauen um sich. Who will do whatever that man is asking them to do. Und die tun alles, was dieser Herrscher von ihnen möchte. I mean, these ideas are terrible for these young boys. Ich meine, diese Gedanken, die sind schrecklich für solche jungen Kinder. And when he said that the guy that is the evil villain in this is a tyrannical God. Und als er dort beschreibt, oder Gott beschreibt als denjenigen, der dieser Tyrann dort ist, der dort im Himmel sitzt. Or he said the man upstairs. Oder er sagte, dieser Mann dort oben. The whole idea of this anime is to get away from that tyrannical God. Der ganze Gedanke dieses Animes ist es, zu zeigen, dass man wegkommen sollte von diesem Tyrannen aus dem Himmel. These things are evil. Diese Dinge sind böse. And don't fall prey to these. Und fallt nicht für diese Sachen. I love anime. So, I love it. I mean, I can't watch enough of it. So describe love, like you watch it every week? Every day. Oh, wow. Even more telling was the age that they were first introduced to it. So like, what was your first anime you watched? Naruto. Yeah, let's hear from Nana. you. Wolf's Rain. Inuyasha. Every single one out there. So how old were you when you got into it? Oh, very young. My father was really into Dragon Ball, and he Okay. had like a bunch of VHS tapes, and I actually still have the whole Frieza saga on VHS. So how long have you been into it? About a year. About a year, okay. Do you mind me asking you how old you are? 11. You're 11 years old, okay. How old? Of course, probably like 8. Yeah. Nice. It was on Adult Swim when I shouldn't have been up. And I watched it anyways. Would your parents have condoned? I mean, probably not, but here I am today, covered in blue paint. So how long have you been into anime, and like when did you first start getting into this? My first anime was like in 5th grade. It was Attack on Titan, which was a mistake because I was a 5th grader, and that the mother getting the head torn off was a little much for me. My first anime was Attack on Titan. He's the reason that I started watching it. This guy, He was like, hey, you should totally watch this. It's on Netflix. I think you'd like it. And from there, I started watching like Death Note, a bunch of other stuff like that. Cool. So you're into anime. What was your first anime you ever watched? My first anime was Heaven's Lost Property. And that just kickstarted that genre, and then I branched off. Like how old were you when you watched it? Oh, I don't know, like 10, 11. Yeah, wow. These cyborg chicks like fall from heaven, and it's a harem anime. So like, the protagonist has a bunch of cyborg chicks that can literally perform any task. Interesting. And he's into panties. So they're like sex robots or something? Yeah, but kind of. They're programmed to do whatever their master wants them to do. So who's the master? I mean, describe him, what is it? I don't know, he's like the tyrannical guy that lives upstairs. Oh yeah? Interesting. Yeah. Interesting. And so that got you into anime? Yeah, that shot me down that path, and then I branched off to different genres from there. And everybody we interviewed was super into anime. I mean, there wasn't even a single person who wasn't into it. And when asked about the appropriateness of the violence or sexual content, they all had this to say. But there's some anime like, I don't know, Kill la Kill and like Devil May Cry, like stuff like that, that it's not really meant for kids, but somehow kids are getting into it anyways. Is there any sort of like violent element to it? Some people Violent? criticize Wolf's it. Rain is extremely violent. It's very bloody, especially the end of it is very bloody. Interesting. Yeah. Interesting. Yeah, it's 'cause got a lot of It fighting. seems like a lot of the anime now is like pretty hardcore. Oh yes, a lot of old anime are as well, but it just, yeah. I think that older anime were very targeted towards adults, and now they're trying to target more towards children too, so yeah. So how old were you when you saw the first anime? What was it? I was approximately 8 years old when I watched Pokemon for the first time. Okay.
And then I just gradually started with Dragon Ball Z, Sailor Moon, Cardcaptor, Sakura. This last year, Im letzten Jahr our ministry has spoken in many different schools and universities across the nation. hat unser Missionswerk in vielen Schulen im ganzen Land gesprochen. In fact, around the world. Eigentlich in der ganzen Welt. And anime is one of the topics that we've been asked to speak on many times. Und Anime ist eines der Hauptthemen, wo wir immer wieder gebeten werden, drüber zu sprechen. And whenever we would talk about this topic, Und jedes Mal, wenn wir über diese Thematik sprechen, there would be young people that would come up and talk to us afterwards. da gibt es immer junge Leute, die nachher zu uns kommen, mit uns sprechen möchten. And they would tell us Und die sagen uns, that they began to hear voices in their heads dass sie begannen, Stimmen in ihrem Kopf zu hören. because of watching anime. Aufgrund dessen, dass sie sich Anime angeschaut They haben. opened up a door for the demonic world to communicate with them simply by watching these animes. Sie haben eine Tür geöffnet, dass die dämonischen Mächte in ihre Leben kommen können, um mit ihnen zu kommunizieren. And this has happened many, many different places that we've gone to speak. Und das hat in vielen, vielen Plätzen stattgefunden, wo wir gesprochen haben. Be careful with what you allow yourself to watch. Seid sehr vorsichtig damit, was ihr erlaubt, euch anzuschauen. If it has any unholy or evil things in it, Wenn es irgendwelche unheiligen oder bösen Dinge beinhaltet, don't watch it. schaut euch das nicht an. And if you have any questions on this particular topic, Und wenn ihr irgendwelche Fragen habt zu diesem speziellen Thema, please reach out to us and ask. bitte schreibt uns. We would love to share with you the truth, Wir möchten gerne die Wahrheit mit euch teilen. and it will set you free. Und es wird euch freisetzen.